Der Tanjung Puting Nationalpark auf Borneo. Neben den Orang-Utans, indonesisch für Waldmenschen, bietet dieses Schutzgebiet auch noch zahlreichen anderen Tierarten eine Heimat. Auf einem Klottok fahre ich 3 Tage lang durch den Dschungel, um die gefährdeten Borneo-Orang-Utans zu finden. Nachdem wir im Tanjung Puting Nationalpark ankamen, hatten wir eine Bootsfahrt durch eine von Brackwasser geprägte Palmenlandschaft vor uns. Hier sahen wir unsere ersten Makaken, ehe wir nach einer kurzen Weiterfahrt durch den immer mehr Süßwasser führenden Fluss an der ersten Futterstation der Orang-Utans ankamen. Nach einer kurzen Wanderung durch den Dschungel erreichten wir die Futterstation. Hier werden die Orang-Utans mit Obst und Gemüse gefüttert. Angefangen wurde damit, um die in den einzelnen Camps ausgewilderten Orang-Utans bei der Nahrungssuche zu unterstützen. Jedoch brachten die ausgewilderten Orang-Utans ihren Kindern dieses Verhalten bei, sodass die Fütterung auch noch in den eigentlich stillgelegten Auswilderungsstationen andauern. Zurück an Bord sahen wir ein paar Makaken, ehe ich aufgrund einer üblen Magenverstimmung früh ins Bett ging. Am nächsten Morgen sahen wir ein paar Nasenaffen, ehe wir etwas sahen, das selbst für unseren Führer ein absolutes Highlight war. Der wilde Orang-Utan Rambo, der einst als einziger Orang-Utan ein Dorf besuchte, allerdings ohne dort zu wüten. Heute standen 2 Fütterungen auf dem Programm, die erste besuchten wir bereits am Vormittag. Diesmal liefen wir länger durch den Dschungel und sahen eine fleischfressende Pflanze, ehe wir nach einer Lichtung die Futterstation sahen. Eine Mutter mit Kind waren die ersten Orang-Utans, die an dieser Plattform erschienen, um zu essen. Doch Ärger lauerte im Gebüsch. Makaken hatten die Fütterung entdeckt und begannen sich an den Früchten zu bedienen und die Plattform für ihre Zwecke zu missbrauchen. Doch der Mutter war dieses Verhalten ein Dorn im Auge und vertrieb die Makaken. Doch die vorlauten Affen ließen sich nicht beeindrucken, obwohl die Orang-Utans Verstärkung erhalten hatten. Auf dem Rückweg sahen wir noch einen Orang-Utan, ehe wir ins berühmte Camp Liki weiterfuhren. Dort liefen wir über einen Steg und Waldwege zur örtlichen Fütterungsstation. Dort wartete bereits ein Gibbon und die Orang-Utans in den Bäumen. Die Ranger lockten die Affen mit ihren Rufen an. Doch diese ließen sich Zeit. Ein großes Männchen wollte die Futterstelle für sich allein und nur der Gibbon konnte eine Mango ergattern. Davon motiviert begannen auch die ersten Orang-Utans Futter zu nehmen. Eine Mutter erschien, um auf der anderen Seite der Plattform zu essen. Daraufhin aßen auch die anderen Orang-Utans. Auf dem Rückweg sahen wir Makaken, von denen eine Mutter nur einen Arm hatte. Zurück an Bord sahen wir Languren, Adler, und Nasenaffen. Am nächsten Morgen besuchten wir eine abgelegene Siedlung im Dschungel. Dort sahen wir Früchte wie Maracujas, Bananen
und Palmölpalmen sowie die Tiere der Dorfbewohner. Wir verließen das Dorf und kehrten in die Zivilisation zurück. So, wir sind jetzt nach 3 Tagen im Dschungel auf diesem Boot, wieder in einem klimatisierten Hotel, was bei den Temperaturen echt ein Segen ist. Es hat auch in der Mauer so lustige Glasscherben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst gerne das Abo da. Ich habe jetzt gerade während den 3 Tagen haben wir jetzt die 70 Abos geknackt. Bis Ende dieses Jahr schaffen wir vielleicht noch die 100. Und wenn dem so ist, dann sehen wir uns nächste Woche auf Java. Da geht es dann so die ein oder anderen Sachen anschauen und vielleicht auch auf den ein oder anderen Vulkan. Doch leider gibt es auch noch etwas anderes. Das gefürchtete Dengue-Fieber.